Hallo und herzlich willkommen zurück zu ButchBob42 machen ein 600 Abonnenti-Special. Piu, 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 piu. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir machen ein 600 Abonnenti-Special und ich kann es gar nicht glauben, jede Woche kommt jetzt hier ein Abo-Special gerade. Das ist ein bisschen viel und es ist auch nicht der einzige Meilenstein, den wir erreicht haben, Bob. Oh nein, Butch, erzähl mir, was haben wir noch für einen Meilenstein erreicht, von dem ich nichts weiß? Take on Me hat über 100.000 Aufrufe mittlerweile. Das ist unser erstes Video, was 100.000 Aufrufe bekommen hat. Und die Reactions darauf und das Feedback und die ganzen Likes darauf sind überwältigend. Also das ist hervorragend, wirklich. Es ist sehr schön. Ich könnte mich dran gewöhnen, so oft ein Abonnenti-Special zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Es muss Abonni-Special heißen. Abonni? Abonnenti. Ja, weil Abonnent ist ja schon die männliche Form. Deswegen musst du den Grundstamm quasi nehmen, also Abon. Und dann Grammatik shamest du mich jetzt gerade? Ja, ein bisschen. Okay. Ich Grammatik shame, wo ich nur kann. Das stimmt. Okay, wir haben wie immer Decks vorbereitet. Tatsächlich. Ich habe sogar auch mal Decks vorbereitet. Ich überlege gerade, ob ich eins von meinen Decks oder eins von deinen Decks nehme. Ich dachte, wir spielen wieder mit dem gleichen Deck. Das können wir natürlich auch machen. Ich habe extra zwei Special-Decks vor. Warte mal, was haben wir heute? 600 Abonni. 600 Abonni, ja. Butch hier klicken. Ich überlege gerade, welches nehmen wir denn jetzt als erstes? Na, erstmal Hot Dude. Erstmal Hot Dude, okay. Hot so, geschlossene Dude. Räume anzeichnen. Und Butch hier klicken. Blub. Ah, so. Bist du jetzt wieder irgendwie gemutet oder so? Ist auf der 6 irgendeine andere Funktion von Discord? Nee, aber irgendwie... Okay. Wo kommt denn der Sound hier gerade raus? Warum ist denn der Sound Ich weiß nicht da, wo er soll? Ich hab doch hier... Läuft da alles über Kopfhörer? Das weiß ich nicht. Aber irgendwie... Warte mal kurz. Na gut, ich kann ja derweil was zu dem Deck erzählen. Hot Dude ist auch wieder ein Deck aus dem wunderbaren Spiel Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution. Oder ich glaube im Englischen war es ja nur Tag Force. Und ist ein Deck von, oh verdammt, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Ich glaube von Bianca heißt sie. Also eine von Mist, wie heißt sie? Alexis? Freundinnen oder irgendwie so? Und ist halt so typisch, ja, so ein bisschen so, oh, Hot Dude und das muss unbedingt ein Mädel haben, dieses Deck und so. Und ja, ein bisschen sexistisch ist es schon, aber gut. Irgendwie bist du hier die ganze Zeit immer rausgeflogen. Ja, nee, ich bin absichtlich rausgegangen. Achso. Weil der die ganze Zeit noch den Sound irgendwie er hat den Sound nicht richtig gemacht. So. Ja. Naja, jetzt müsste ich aber da sein. Nimmt dein OBS alles richtig auf? Ich hoffe doch. Ja. Alles klar. Jetzt müsste alles da sein. Hoffen wir mal. So, guck mal, ich bin da. Ansonsten gibt's einen Nachvertonungsbutch. Haha. Yay. Nein, ist alles richtig. So, warte. Wo ist es? Da ist es. Hot Dude. Hot Dude. Ja dann. Funky Music, go. Go, go, go. Los. Haha. Ich bin dachte, einfach dass du irgendwann mal den guten alten Stein nicht mehr nimmst, aber Hä? Ja, Verstehe ich nicht. egal. Ich hatte übrigens überlegt, während du hier deine Karten durchliest, kann ich ja so ein bisschen noch erzählen. Ich hatte überlegt, man kann in diesem Spiel ja Musik, also schon allein in dem Programm kann man Musik einfügen, Duellmusik. Jetzt hatte ich überlegt, ob das einer von uns dann in seiner Aufnahme, also bei sich im Spiel quasi macht, sodass wir auch jetzt, während wir beide spielen, schon Musik haben, zu der wir so ein bisschen abgehen können. Müssen wir mal vielleicht irgendwann, was soll ich vorzeigen? Kannst du eine Karte zeigen? Mit der niedrigen Stufe in Friedhof, Vorsänger erhält 1000, ja gut, dann mal gucken. Ungünstig. Das stimmt. Okay, das ist das und das ist das. So. Du noch. Okay.
Piu. Du bist dran. Okay. Ach so. Dann so. Okay. Und dann würde ich mal sagen, so. Ach. Na gut. Neo, was zu erwarten der Gute. Neo habe ich sogar echt als Karte hier zu Hause. Den hatte ich auch mal. Ich mag die Karte. Ich glaube, der war auch in irgendeinem Yugi-Deck oder so mal irgendwie drin. Das kann oder gut so. sein, auf jeden Fall. Also kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich hatte den definitiv mal. So, was haben wir jetzt da? Ja, okay. Och nö. Okay. Hast du da was? Nee. Nee. Nein. Ja, der fragt mich ja mal wegen jedem Dreck, aber... Hast du das übrigens bei dir endlich ausgeschaltet mit der automatischen Kartensetzung? Ja, hab ich. Sogar Sehr schon im gut. letzten Special. Sehr gut. Ja. Endlich mal hier. So. Guck dir den Hot Dude an. Oh, der ist ja Spell. stärker als ich. Seal Master Maisei? Maisei? Meisei? Irgendwas? Meisei? Weiß nicht. Ist doch bestimmt irgendwas Japanisches. Ja. Obwohl der sieht Obwohl- eher chinesisch aus. Ja, ich habe mir überlegt, diese Siegel, sind die vielleicht eher chinesische Dinge? Ja, weiß ich nicht. So. Und so. Und ich beende meinen Zug. Sehr dramatisch auf jeden Fall. Was will er von mir? Ach so, okay. Komm schon, Bob. Du musst spielen, um zu gewinnen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der gute Truesdale. Obwohl, nee, wie heißt der? Feenkönig Wartal heißt er. Oh mein Gott, ey. Haben die echt Truesdale so? Naja. Ach so, wegen Trues. Oh, wow. Truesdale. Wow, daran habe ich vorhin nicht mal gedacht. Echt nicht? Oh, shit. Nee. Bob, du bist doch unser Englischmeister hier. Naja, ich denke mir nicht, dass sie so 1:1 die Karten übersetzen. Ey, das ist ja richtig arm. Wartal, Alter. Das ist der Hammer. Boah, ich weiß auch gar nicht, was macht der überhaupt in diesem Deck? Ich meine, er stärkt Pflanzen. Ja, irgendwie. Ich hab doch gar keine Weiß ich Pflanzen. Vielleicht geht es einfach nur darum, dass da Magier dabei sind. Oder sind die Hot Dudes? Aber ist er ein Dude? Ja doch, steht er da wie ein König. Ja. Geht es um Hot Dudes hier? Alles Hot Dudes. So, Das gefällt mir gerade gar nicht. jetzt mal richtig hot. Du machst so viel Schaden gerade. Mach das mal nicht. Ist doch noch alles drin. Du weißt, es gibt Wendungen. Bei unseren Duellen kann es noch Wendungen geben. Wie wir öfter schon festgestellt haben. Hab heute was war's, das 400er Special habe ich heute nochmal geguckt. Da war auch, ne? Du voller Überzeugung, oh, das sieht voll nicht gut aus für dich, Bob. Und dann habe ich dich fertig gemacht. Ja, ich weiß. Aber deswegen finde ich es halt spannender. Aber haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dass das... Früher war Yu-Gi-Oh! Einfach früher und spannender. Ach Mann, ich hab nix. Manchmal hat man halt Pech. Ja, nee, das ist wirklich doof. Da kann ich noch so sehr ans Herz der Karten glauben, ne? Da ist, sind halt auch digitale Karten, das zählt halt nicht. Das sind digitale? Achso, weil dann nur ein digitales Herz oder wie? Ja. Ja. Was haben wir hier? Ist ja immer die Sache, man kann ja die geilste Strategie bei diesem Spiel haben, aber es ist halt trotzdem so ein kleines bisschen Glück, ne? Weil du halt kannst ja nicht beeinflussen, was du ziehst, so großartig. Ja, ein großes Glück. Zum Beispiel wie auch bei Mario Kart. Sage ich ja auch immer wieder. Kannst ja bei Mario Kart die Strecken alle noch so gut kennen. Wenn du einfach die ganze Zeit abgefeuert wirst, dann wirst du halt nicht Erster. Ja. So, und wenn du halt doofe Items kriegst, dann kommst du auch nicht vorwärts. So, ganz einfach so. Mann, das ist Gut, ein... vorwärts kommst du trotzdem. Naja, bestenfalls.
So, Okay. immerhin. Oh. Hä? Okay. Ja, habe ich wohl erfolgreich als Normalbeschwörung beschworen. Ja. Was ist das denn für ein Effekt? Na gut. Naja, falls jemand... Ja, beschworen und dann doch noch Fallgrube oder irgendwas, aber Genau. trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut. Vor allem, wie lange können keine Fallenkarten aktiviert werden? Jetzt allgemein? Ach so. Ach so, oder vielleicht nur in der Zeit, wo er beschworen wird. Wenn diese Karte erfolgreich als Normalbeschwörung beschworen wird, also in dem Augenblick, können keine Fallenkarten aktiviert werden. Weil ansonsten müsste ja sowas dastehen, solange diese Karte aufgedeckt auf dem Feld ist oder irgendwie so. Na gut. Ich check das manchmal nicht. Ja, muss man, weiß ich nicht, Jetzt hast du genau 1300, Biologie studiert haben. Ja, Jetzt hast du genau 1000... Das ist ja unmöglich. das ging durch. Aber was hattest du für verdeckte Karten? Also hattest du nicht hier Spiegelwand oder sowas? Nein, Mann. Die Sonst ganze hätte ich's ja- Zeit schon. Sonst hätte ich es ja einsetzen können. Na gut. Weil ich hatte die ganze Zeit überlegt, ey, Spiegelwand, wenn er die einsetzt, so. Ja, hätte ich ja gemacht, wenn ich es hätte machen können. Na gut, dann machen wir ein anderes Deck jetzt. Mann, ey. Ja, jetzt machen wir hier... The Power of Love. The Power of Love! Ich hoffe, man bemerkt, dass ich ein gewisses Thema heute in das Special reingebracht habe. Erst der Hot Dude und nun The Power of Love. Ja. Okay. Ah! Aber da gewinnst du wenigstens. Ja, Glück im Spiel, Pech im Spiel. Ja. So. Womit fangen wir an? Okay, klar. Und... Haben wir auch noch. Und so. Okay. Okay. Warum ist denn jetzt hier ist einer auf Englisch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist ja nervig. Na gut, machen wir erstmal so. Und dann tun wir so. Und dann machen wir so. Aber Es wäre lustig, wenn das jetzt genau die gleichen Karten wären. ich habe wenigstens das hier. Ah. Oh, okay. Na gut. Versuchen wir es mal. No risk, no fun. Hm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die auch liegen hast. Kannst du direkt erstmal vergessen. Das Meinst du? funktioniert, glaube ich, nicht. Oder? Doch. Nee. Nein, alle. Was? Warum? Naja, weil es zerstört nur die Falle, aber oder die Zauberkarte, es annulliert aber nicht den Effekt. Ach, warum denn nicht? Du Das musst ist doch mystischen. Quatsch. Hä, ne, wieso? Ist doch richtig. Also du musst halt mystischen Raumtaifun einsetzen, um eher eine permanente Karte oder eine Spielfeldzauberkarte oder so Ach, ist das Quatsch. wegzubekommen. Na, das hättest du jetzt aber denken können. Nee, hätte ich nicht. Na klar. Nein. Da steht nur zerstöre das gewählte Ziel. Was macht Schnappstahl? Ach so. Kannst du nichts gegen machen. Na doch. Kannst du gar nichts gegen machen. Na doch. Nein, das ist jetzt in Stein gemeißelt.
Ich glaube mal nicht. Kriegst ja gar kein Monster von mir. Das ist, weiß ich nicht. Was? Ich würde ja gerne was machen, weißt du? Ich würde ja gerne richtig schöne Attacken machen und so weiter und Moves hier, aber du lässt mich halt nicht. Na, jetzt hast du auch wieder die Chance. Na, siehst du. Okay. So, jetzt aber. Hä? Ich wollte ihm Warum nebenbei ist was die in essen, Englisch? aber ist vielleicht, ja, sag ich ja, irgendwie ein paar Karten sind auf Englisch. Weil es die irgendwie im normalen Spiel oder so anscheinend nicht gibt oder weiß ich nicht. Oder im Deutschen nie gab. Ich habe vorhin auch gesehen, bei dem Hot Dude Teil, da gibt's ja den, also wir kennen die Karte, glaube ich, noch als Harpienbruder oder Bruder der Harpien, falls dir das was sagt. Und diese Karte wurde mittlerweile umbenannt. Okay, wie heißt die jetzt? Die heißt jetzt irgendwie Sky Scout oder so. Ah. Achso. Ach so, der kann die. Ah. Ja. Bam, badam. Das hätte ich mir mal durchlesen sollen. Das Naja. habe ich mir schon öfter gedacht. So. Ja, und jedenfalls irgendwie heißt er jetzt nur noch Sky Scout und im Deutschen, oh, wie war denn das? Also auch irgendwie so Himmelsaufklärer oder so. Und da frage ich mich auch, was ist da eigentlich passiert, dass da unbedingt der Harpienbruder umbenannt werden musste. Dürfen Harpien keine Brüder haben oder was? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das manchmal sowieso nicht, was die denen für Namen geben, wo die Namen herkommen. Die sind manchmal auch so, die klingen manchmal so dolle gewollt. Naja. Vor allem in der deutschen Übersetzung. Oder beziehungsweise in der Real Life, im Real Life. Oh. Okay. Warum hast du die jetzt verbannt? Na, warum nicht? Kannst du sie nicht wiederholen? Ja, aber du hättest doch... Ja, Was egal. Na, einfach um dein Monster zu behalten. Ach so, naja, wie gesagt, ich will nicht, dass bei dir so viel auf dem Friedhof liegt. Ach so. Das ist aber nett. Ich komme mit diesem Deck noch gar nicht klar. So, was ist denn das jetzt hier? Ey, frag mich mal, ich habe mit dem auch noch nie gespielt. Ich habe es vorhin erst gemacht. Hast du es selber erstellt? Also, na, ich habe halt, nee, das ist von Blair. Aus GX ist das ein... Achso. Ja, die war so übelst in Jaden verknallt und dann irgendwann aber in Chess. Spoiler-Alarm. Und deswegen hat sie so dieses The Power of Love Deck irgendwie. Ich habe die Folgen nie geguckt. Ich glaube, ich werde es auch nie tun. Ich fand eigentlich GX noch echt cool, muss ich zugeben. Also natürlich albern, weil es halt, ne, in Yu-Gi-Oh! Ist vieles albern. Aber doch schon noch cool. Schade ist bloß, kleiner Fun-Fact, die letzte Staffel Yu-Gi-Oh! GX wurde in Deutschland nie übersetzt bzw. ausgestrahlt. Warum nicht? Es gibt doch 1 Milliarde Yu-Gi-Oh! Folgen. Auch in Deutschland. Warum die nicht? Warte, kann ich dir gleich sagen? Achso, möchte ich nicht aktivieren. So, was hast du da? Auf dem Spielfeld befinden. Hä? Achso, okay. Sehr gern. Ich glaube, oder was ich gelesen habe, war, dass die Folgen quasi zu krass waren fürs amerikanische Fernsehen. Okay. Und fürs amerikanische Fernsehen ist ja anscheinend alles zu krass. Also weil die soll wohl sehr dark dann noch gewesen sein. Und dadurch, dass es halt nicht in Amerika
dann veröffentlicht wurde, wurde es halt natürlich dann in Deutschland auch nicht veröffentlicht. Okay. Okay, du willst also So. Monster holen, ja? Ja, will ich. Okay. Du weißt schon, dass das für uns beide gilt. Ich weiß. Okay. Das hast du dir ausgesucht, okay. Ich hoffe, die kann mir jetzt ein bisschen helfen. Ich verstehe, also die kann nicht zerstört werden hier, die Maiden in Love. Na? Aber findet dann trotzdem eine Schadensberechnung statt? Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. Also du greifst an, sie wird nicht zerstört, aber die Differenz kriege ich trotzdem Okay. abgezogen. And put a Maiden Counter on a monster that attack. Was denn für ein Maiden Counter? Na, eine Zählmarke quasi. Ja. Ja. Oh, okay, das war dämlich. Ich dachte, dass der andere angreift. Oh. Na gut. Kriege ich jetzt mal Schaden. Ja. Ist halt so. Kann man nichts machen. Passiert. Ist jetzt nicht so schlimm für dich. Tun wir so tun. Ganz toll. So, jetzt. Möchte ich... Ah, Mist, ich bin ja schon in der Battle-Phase, ne? Ja. Na gut, ich mach mal trotzdem so. Einfach weil ich mal testen will, was dann passiert, also wie das funktioniert und so. Ja, der schmeißt dir mit seinen Lebenspunkten um sich, ne? Ja, muss ich mal ein bisschen was probieren. Für die Wissenschaft. Ja. Krass, das hat nicht geklappt. Place one main counter on the monster that attacks this card. Ja. Ah, okay, dein Monster muss meins also richtig angreifen. Verstehe. Genau. Na gut, habe ich nicht richtig gelesen. Dann... Hey, jetzt sind es nur noch 2000 Lebenspunkte Unterschied. Das ist gar nicht so wenig. Das. Und du bist dran. Na gut. Okay. Ja. Das reicht uns nicht. Das reicht uns. Das reicht uns wirklich nicht. Die Elektropeitsche. Vielleicht, wenn wir ganz krass sind, so ab den 1000 Abonnenten, Abonnie-Specials, Abo-Specials, machen wir mal so irgendwie so Themendecks, so ein How I Met Your Mother Deck zum Beispiel. Da muss auch die Elektropeitsche muss da natürlich auch drin sein. Und dann macht man so Karten, die irgendwie was mit How I Met Your Mother zu tun haben. Ja, genau. Oh, das finde ich cool. Das wär Schreibt mal in die Kommentare, welche Serien oder Filme ihr da gern sehen wollen würdet. Und dann kann man ja mal gucken. Naja, es sollten halt auch welche sein, die wir selber kennen. Ja, weil wir müssen dann halt auch Karten, also das ist das Problem, wir müssen halt Karten durchsuchen. Ja, okay, aber bei 1000 Abonnenten haben wir ja Zeit. So ein bisschen. Ja, stimmt. Ne? So, jetzt muss ich mal überlegen, was ich jetzt hier mache. Das ist halt voll Quatsch. Obwohl. Ja. Okay. Okay. Ach Mann, das nervt mich. Ich ziehe hier einfach nichts Vernünftiges. Okay. Do it. Was ist das? Was? Ich habe nichts Neues aufs Feld gebracht.
mag was die steht da? Hintergrundmusik. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, aber das kann ich doch gar nicht machen. Ach ja. Okay. Das Deck nervt mich. Das ist nicht darauf ausgelegt, gegen sich selber zu kämpfen. Ich glaube, keins dieser Decks war je bis dahin darauf ausgelegt. Okay, das mache ich nicht. Das wäre dämlich. Ja, ich mach mal so. Ich mache einfach mal so noch ein bisschen. Ja, mach doch mal so noch ein bisschen. Ja, Wir haben noch Zeit. Hast ja noch ein paar Spielzüge. Ja. Oh. Na gut. Ist ja, Ja. fast wie letztes Mal. Also mit dem Lebenspunkte hin und her. Ja, ich weiß. Ah, das war super. Hier in der Infocard, hier, das 500er Special. Das war witzig. Das war wirklich witzig. Ich kann ja nochmal so ein Ding raussuchen. Und ich spiele Topf der Gier. Diese Karte erlaubt es Oh mir, nein. 2 weitere Karten zu ziehen. Was tut sie? Ja. Achso, Sie erlaubt mir 2 weitere Karten zu ziehen. okay. Wir können ja nach dem Duell nochmal besprechen, was sie macht. Nur, Ja. dass Ich schreibe dass dir wir eine sicher E-Mail. gehen, ja, dass wir sicher gehen können, dass ich weiß, was das macht. Okay. Mann, was zieh... Also, aber ganz ehrlich, ich ziehe jetzt gerade auch nur Dreck. Also hätte ich jetzt nicht diese Aufstellung, hätte ich wahrscheinlich auch einfach schon verloren. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ein paar Decks, die halt nur in der Serie funktionieren. Na Weil nee, die- das weil die Deck damit eine ist ja Story aus dem quasi erzählen. Nee, das Deck ist ja aus dem Spiel genommen. Ach Also so, das funktioniert als solches schon. nee, weiß ich nicht. Merke ich nichts von. Okay. Merke ich wirklich nichts von. Achso. 800 Verteidigung hat er. Na, das ist ja dann... Na gut, dann nicht. Hm. So. Alles klar. Mehr kannst du hier gerade echt nicht machen. Hm. Na gut, machen wir erstmal den weg, von dem ich sicher weiß, dass ich ihn wegkriege. Oh, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ah, nee. Warte mal, wenn Angriff und Verteidigung gleich sind, passiert einfach nur nix. Verdammt. Na gut, dann eben nicht. Jetzt sind wir gerade ein bisschen stuck hier. Ja, das nervt gerade total. Aber egal. Ja, passt schon. Oh. Der gute glänzende Elf. Nein. Nein.
Nein, du machst da jetzt nichts gegen. Du lässt das jetzt einfach mal so sein, Bob. Aber hast du schon angegriffen? Nee. Nein. Ja, okay, warum fragt er mich dann überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt ergibt das Sinn. Nee. Ah, und dann fragt er mich nochmal, ob ich den Karteneffekt dann jetzt wirklich benutzen will. Aha. Na egal. Boah, ich weiß echt noch nicht, wie ich hier rauskomme. Ja, und ich weiß noch nicht, wie ich da drum rumkommen soll. Wie ich das mache. Gerade eine Putt-Situation. Na, Putt noch nicht, aber... Ich sagte doch, es ist eine Putt-Situation. Ja gut, komm, hier, los. Wir haben ja gesagt, das kann auch voller Wendungen sein und so. Machen wir das jetzt einfach mal. Genau. Okay. Dann... Okay. Ja gut, da greife ich natürlich dann nicht an. Das wäre ja dämlich. Aber ich setze mal... Ich hätte mir zu Weihnachten einen Yu-Gi-Oh! Kurs wünschen sollen. Ich hab dir gesagt, du sollst Legacy of the Duelist im Stream ruhig mal ein bisschen spielen. Ja, wollte ich, aber das Spiel ist halt echt nicht lustig. Ja klar, gerade die Kampagne finde ich witzig. Ja, das ist ja nur Gelaber die ganze Zeit. Ja, das überspringst du natürlich. Ja, natürlich überspringe ich Die Story das. kennst du doch schon. Und das jetzt schon wieder. Achso. Nix. Ah, gucke mal. Mensch, Ach, der Topf der Gier. was macht der denn jetzt eigentlich? Aber was? Nee, kann ich doch... Hä? Warum sollte ich die denn aktivieren? Kann ich doch gar nicht... Egal. Okay, das ergibt ja auch keinen Sinn. Dann machen wir doch einfach mal... Ach, komm, Weißt du, was hier. ich mich immer wundere? Was Wenn denn? ich uns jetzt hier so sehe, wie wir hier so spielen. Ja. Wer guckt sich das an? Nee, na das nicht. So. Sondern warum ist das in den Serien nicht so? In den Serien, da quatschen die ganze Zeit und haben immer die perfekte Karte. Während der Flashbacks überlegen die, welchen Zug die machen. Ach komm, ich mach Dann kann man einfach mal Realtime Yu-Gi-Oh! Gucken und dann stehen die ganze Zeit da, ja warte, ich muss noch lesen. Ah, gut, ich denke mal, bei den krassen Oberpros, die auf ihren Turnieren und so spielen, die werden schon ihre Karten kennen und werden auch die Gegnerkarten und so kennen. Da läuft das, denke ich mal, alles sehr, sehr viel schneller ab. Das kann gut sein. Also ja, klar, wird so sein. Okay, versuchen wir mal jetzt hier was. Und zwar machen wir mal so. Ja. Genau, so. Dann mache ich mal so. Nein. So. Okay.
Nee, möchte ich nicht wiederholen, den Kampf. Dann aber machen wir mal. Tun wir mal so tun. Achso, ja. Hä? Achso. Was denn? Alles richtig. Nee, alles gut. Alles gut. Na gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ein paar Lebenspunkte habe ich ja noch. Hätte nicht gedacht, dass das so spannend wird mit diesem Deck. Ja, ich auch nicht. Tatsächlich. Tschüss. Ach, Mann. Eine weitere Zählmarke. Oh, geil. Das Witzige ist, ich hatte die auch liegen. Das dachte ich mir schon fast. Haben wir jetzt alle... Alter, hast du gerade nur Fallenkarten gezogen? Alter, ist das eine Scheiße. Scheiße, ist das Pech. Ist das eine Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Quatsch? Naja. Weil ich kann halt nichts machen, weil mein Board ja voll ist. Ist das ein dummes Deck, Alter. Naja. Bin ich dran? Na, ich warte anscheinend noch. Stimmt. Jetzt bin ich dran. Ich kann ja nicht mal was machen, weil hier alles voll ist, ey. Weil ich kann diese Karte doch überhaupt nicht einsetzen. Doch mal. Der will ganz Zeit, dass ich eine Fallenkarte aktiviere, die ich überhaupt nicht aktivieren kann gerade. Ja, das ging mir aber vorhin auch so. So, jetzt ist mein Dingens hier auch voll. Aber es muss auch total schwer sein, das alles so zu programmieren, ne? Auf jeden Fall. Mit den ganzen Karteneffekten und so weiter. Das stelle ich mir auch sich richtig da alles anstrengend überlagert. vor. Ja. Jede einzelne Karte muss ja mit anderen Karten irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das war halt schwierig. auch sehr lange Zeit, also meinte ich ja schon mal, dass das sehr lange Zeit, glaube ich, ein echt krasses Problem war und dass ich fand, dass Tech Force Evolution halt das erste Yu-Gi-Oh! Spiel war, also fand ich jedenfalls, was halt vernünftig diese Regeln irgendwie hinbekommen hat und so, oder umfangreich auch dann war. So Forbidden Memories konntest du ja halt völlig vergessen. Ich glaube, Duelist of the Roses konntest du auch völlig in die Tonne drücken. Also. Und dann muss man auch bedenken, dass ja die ganze Ignis-Geschichte hier ja eigentlich nicht ein offizielles Yu-Gi-Oh! Ding ist. Das Also, kommt ja noch dazu. Ja, genau deswegen. Das haben halt irgendwelche Leute in ihrer Freizeit, sage ich mal, gemacht. Ja. Das heißt, Das du musst die finde ich ganzen halt mega Karten irgendwie beeindruckend. einscannen, du musst das alles irgendwie selber schreiben. Ja gut, scannen musst du sie wahrscheinlich nicht, kannst du aus dem Internet irgendwie. Aber Ja, okay, das ist klar, aber trotzdem. ja, das ist mega krass. So, nützt mir gar nichts, weil ich es einfach nicht aktivieren kann. Scheiße, bin ich dumm. Na gut, egal. Ich mache jetzt eigentlich nur noch Quatsch. Ja, ich mag das schon. Ach, das deprimiert mich. Wirklich. Das ist eigentlich so ein schöner Anlass hier, dieses Duell. Oder die ganzen Duelle sind immer so ein schöner Anlass. Aber ich hab da nichts von. Naja. So. Bring es zu Ende.
Mache ich. Aber warte mal, jetzt, wenn du das machst, ich versuche jetzt doch mal zum Schluss noch diese Karte anzuketten. Ja gut, aber... Kann ich gar nicht. Na doch, sie ist ja eine permanente. Er fragt dich halt nur, ob du sie aufdecken willst. Und ab da kannst du sie ja dann benutzen. Aber hier steht halt, you can only activate this card while there is a face-up maiden love. Ach so, das ist ja auch seltsam. Ja. Ja, wie gesagt, die Programmierung. Mensch, was für ein Duell. 2 Duelle, obwohl das erste ging schnell. Naja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Duell dann in besserer Laune, beziehungsweise in mehr in kämpferischerer Laune. Dann kann ich vielleicht auch gewinnen. Okay. Dann nehmen wir mal die Decks von mir. Oh mein Gott, ich muss mir die vorher angucken. Nee, guck dir die nicht an. Natürlich gucke ich mir die vorher an. Geh doch nicht blind in irgendein Duell rein, von dem du mir da die Decks schickst. Wer weiß, was da drin ist. Nein, du kannst mir vertrauen. Naja, das sagt der Link-Monster benutzt hat. Ja, ich hab drauf geachtet. Weil er sich immer noch kein eigenes Deck erstellt hat. Es sind nur Effektmonster, normale Monster, Zauber- und Fallenkarten drin. Darauf habe ich ganz penibel geachtet. Okay. Gibt nicht mal Side-Decks. Also. Aber gibt's nicht mal Ritualkarten? Oder Fusionsmonster? Oder... Nee. Ja, das war's eigentlich schon. Nee. Na gut. Tatsächlich nicht. Aber andere Monster. Okay. Aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Vielleicht. Genau. Wenn Bob sich dazu durchdringen kann, diese Decks zu benutzen. Ja, passt schon. Mal gucken. Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch wie immer ganz doll gefallen. Uns auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen hier wieder. Schaut doch gerne mal in unsere Playlisten rein. Da gibt es ganz tolle Videos, ganz tolle Let's Plays, ganz tolle Tipps und Tricks für Stardew Valley, ganz tolle Stardew Valley Covers und natürlich unsere Stardew Valley Episoden an sich. Guckt da mal rein, schaut euch das mal an. Bitte. Hier in der Endcard irgendwo. Ja. Und in der Infocard und in der Beschreibung und überall. Genau. Überall, wo es YouTube-Videos gibt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.